Es ist endlich soweit. Nachdem wir viele Wochen in Paraguay unseren Bus auf den nächsten Roadtrip vorbereitet haben, geht es endlich wieder los. Wir verlassen das Paradies genau zum richtigen Zeitpunkt, um die reifen Mangos direkt vom Baum zu probieren. Und wie sieht's aus? Gut, oder? Ja. Enorme. Suave. Wir freuen uns, endlich wieder in der Natur zu sein. Unterwegs mit dem Bus zu unserem neuen Abenteuer. Wir wollen in die Anden, in die Hochebenen des Altiplano. Hier ist jetzt Sommer und das bedeutet brütende Hitze mit mehr als 40 Grad im Norden Argentiniens. Und genau dort müssen wir durch. Wie ist es, mit dem Oldtimer auf Weltreise zu sein? Auf dich warten Abenteuer, fremde Traditionen und Kultur. Gutes Essen und die nicht endenden Probleme mit unserem VW-Bus T3. Das ist meine Frau Alessandra, unser Kuscheldackel Wilma und die Alarmanlage Mali. Und ich bin Björn. Gemeinsam sind wir Roadhouse Bus. Guten Morgen! Es ist endlich soweit. Wir waren 6 Monate in Paraguay und heute ist der letzte Tag, an dem wir in Paraguay sind. Wir stehen hier auf dem Gelände einer Schule, aber hier sind gerade Ferien, hier konnten wir stehen. Da kam gestern Nacht auch noch einer an und hat gesagt, wir dürfen hier stehen. Und es ist eigentlich total cool, schöne Wiese, die Hunde können hier laufen. Hier sind wir weit weg von der Straße. Und heute geht's endlich ab Richtung Anden. Wir werden heute die Grenze nach Argentinien überschreiten. Dann Richtung Mendoza fahren und dann sieht man auch schon in Mendoza die Anden im Hintergrund und dort wollen wir dann langsam durch die Anden Richtung Peru. Das ist das neue Abenteuer. Auf dem Weg dahin kommen natürlich noch einige Sachen wie Cordoba, Santa Fe, also da sind ja noch einige Großstädte auf dem Weg in Argentinien. Da freuen wir uns sehr drauf, das haben wir noch nicht gesehen. Und ja, jetzt sind wir aufgeregt. Es geht endlich wieder los. Endlich, endlich, endlich. Die Abenteuerluft zieht mir um die Nase. Yo y mi mujer. Y perros. Dos perros. ¿Tiene todos sus documentos? Sí, claro. Porque allá le van a causar... Claro. Sí, sí. So, ich warte jetzt hier auf Alessandra, die macht die Papiere mal wieder. Und dann sollten wir auch eigentlich schnell in Argentinien sein. Und ja, dann haben wir Paraguay hinter uns. War echt eine schöne Zeit. Ich habe ein bisschen Herzschmerz. Tolles Land, echt. Hola. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Gracias. Tenemos un problema eléctrico. Ah, No hay sistema. ah, Están haciendo manual. ok. Usted está después de ese auto gris. Geschafft. Das ging richtig schnell. Also richtig schnell. Eine Stunde, 1,5. Aber das ist für so einen Grenzübergang schon recht gut. Die haben uns auch gar nicht so auseinandergenommen. Leute vor uns, die haben über 60 Kilogramm Früchte und Fleisch abgeben müssen. Also richtig traurig. Aber wir nicht. Wir haben nicht mal in unseren Kühlschrank reingeguckt. Also, auf geht's. 250 Kilometer bis Corrientes. Und von Corrientes dann nach links runter, immer Richtung Süden, bis wir dann nach Cordoba kommen. Das ist der Weg. Mal gucken, wie weit wir heute kommen.
Die Hitze im Auto ist jetzt schon erdrückend. Wir können der heißen Luft, die durch die Fenster kommt, nicht entrinnen. Wir sind gezwungen, eine Pause einzulegen und suchen uns Schatten. Wilma hat wieder einen ihrer Anfälle. Das Einzige, was gegen ihre Krämpfe hilft, ist Diazepam. Ja, ist echt wie verhext. Also kaum fahren wir los, streikt Wilma. Also gestern Abend ging es noch gut. Wir sind ja gestern losgefahren, haben ein paar Kilometer hinter uns gebracht, alles super. 200, also 3-4 Stunden Autofahren ist nichts Schlimmes. Und dann ging es ja auch noch super. Dann hat sie gestern Abend auch noch gegessen. Heute Morgen streikt sie wieder, isst nichts. Und das Resultat habt ihr ja gerade gesehen. Und irgendwie nervt es halt, weil sie hat ja keinen Bock zu reisen. Das ist natürlich schlecht, wenn man am Reisen ist. So. Aber wir haben jetzt auch keinen Bock, wegen irgendwo rumzustehen und da jetzt zu warten. Kann es ja sein, dass wenn wir warten, wird die noch 3 Jahre alt und wir überhaupt nichts mit ihr machen so, und humpelt da vor sich hin. Na, das war es denn ja gewesen. Naja, also auf jeden Fall ein bisschen belastend. Egal, wir fahren jetzt einfach irgendwann mal weiter. Wenn sie sich beruhigt hat, die ist ganz schön breit. Wir haben einen total verdruckten Hund. Die hat jetzt eine halbe Diazepam drin und ihre Tropfen. Naja, so geht's denn, aber ist ja auch kein Zustand irgendwie. Müssen wir da mal eine Lösung finden langsam. Traurig, wie es ist. Wir nutzen die Zeit und wechseln die SIM-Karten. Te lo pongo aquí, junto a los otros de Paraguay. Sí, gut. Wie viele haben wir jetzt? 9. Wie viele? 9 SIM-Karten? Las dos argentinas son. Ihr habt es ja gestern schon gesehen, wir verlieren Luft auf unserem hinten, also auf dem Reifen hinten links. Es ist aber schon eine ganze Weile, also das geht bestimmt schon, sind wir mal ehrlich, so 3-4 Wochen. Aber das war immer so, dass man alle 2 Tage aufgepumpt hat und dann hat er in 2 Tagen so 1/4 oder vielleicht 1/3 seiner Luft verloren. Jetzt sind wir aber an einem Punkt angekommen, wo wir innerhalb von 1 Stunde 1/4 verlieren. Das ist natürlich saugefährlich auf der Autobahn, das kann ja in Sekunden schnell gehen und gerade bei der Hinterachse ist unser Hauptantriebsrad blöd. Deswegen habe ich mich entschlossen, den Reifen jetzt zu wechseln. Haben wir noch einen Ersatzreifen und mit dem alten nochmal zur Gommeria zu fahren. Entweder ist es das Loch, was wir schon vorher hatten, das haben wir schon einmal geflickt, oder es kommt an der Felge raus und das wäre richtig blöd, weil nicht, dass die Felge angefangen hat zu rosten oder durch den Sand. Wir haben ja so viel Staub hier und der Gummi sozusagen Lackabrieb gemacht hat und wir dadurch vielleicht ein bisschen Rost in der Felge. Ist eine Alufelge, aber auch Alu kann rosten.
Und dann könnte dort die Luft entweichen. Und das wäre natürlich richtig blöd, wenn das passiert, weil dann müssen wir die Felge instand setzen. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das Loch einfach im Reifen ist und bringe den Reifen zu einer Gummeria. Aber zuerst wechseln wir den Reifen. Ja, ist natürlich totales Gerümpel, aber mit System. Und wir haben hier unten andere Schrauben. Also es braucht für das andere Rad, das ist die Stahlfelge. Und die Stahlfelge braucht eben andere Schrauben als die Alufelge. Und die habe ich hier, die habe ich immer extra in so einem Sack drin. Damit im Fall des Falles ich mindestens, also ich habe sie für 2 Räder, für vorne und für hinten, dann nämlich verschieden beim T3. Aber sie müssen irgendwo sein. Ja. Ah, da ist ja der Sack. Da haben uns ja gestern die Bullen angehalten. Ja. Also in was für einer Art auch. Ja. Stopp, stopp, stopp. Also wir waren in der Stadt, Licht war aus, aber innerstädtisch muss man wohl nicht. Naja, ich habe das Licht halt vor denen angemacht, hat die natürlich alarmiert, meine Schuld. Auf jeden Fall wir raus. Ja, und dann Anbauten hinten am Auto sind verboten, Anhängekupplung ist verboten und quatscht und quatscht und quatscht. Aber am Ende ist es uns völlig wurscht, ich baue es eh nicht ab. Ja, also, und letztlich gesehen, ein Amerikaner, also könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wenn ein amerikanisches Fahrzeug nach Deutschland kommt auf Urlaub mit amerikanischem Kennzeichen, Touristenimport, dann darf der doch in Europa mit seinem anders gearteten Blinker fahren. Also sprich mit einem roten Blinker oder mit dem Blinker, der halt bei ihm zu Hause laut seiner Zulassung zugelassen ist. Sobald er das Ding natürlich importieren möchte, dann muss er gucken, dass er dann eben diese Straßenverkehrsordnung einhält. Ich kann da hinten ein Schild dran machen oder sonst was. Aber man stelle sich nur mal vor, ein LKW kommt aus Brasilien und ist nicht baugerecht für Argentinien, will aber nur nach Paraguay, muss nur 100 Kilometer durch Argentinien. Dann muss das Auto umgebaut werden. Also meines Erachtens nach rechtlich völliger Blödsinn bei Touristenimport, aber auch egal. Wir haben uns jetzt was ausgedacht fürs nächste Mal, falls die uns anhalten. Ja, dann sagen, nee, wir haben mit den Polizisten in Buenos Aires gesprochen und ganz klar, für Touristenimport gilt das nicht. Das gilt erst, wenn ich ein Kennzeichen aus Argentinien habe, nach dem Gesetz 29442. So, weiter geht's hier im Text. Erstmal den Wagenheber vorne abbauen und gucken, ob das Ding funktioniert, weil der hängt die ganze Zeit im Dreck. Dann müssen wir den erstmal in Stand setzen und danach dann der Rest. So, dann ist es schon los. Um an unser Reserverad zu kommen, müssen wir halt unseren ganzen Kram hier abbauen, weil da hängt ja unser Müllrucksack dran. Ne? Ja, aber das geht schnell. Wirklich eine tolle Lösung, so ein Müllrucksack. Zack, die Back, da ist das Ding schon. Auch hier sagten uns die Bullen gestern, ja, das geht gar nicht, das wird euch geklaut. Wir so, das ist ein Müllrucksack, da ist einfach nur Müll drin. Ich werde bei der Gelegenheit gleich mal die Trommelbremse aufmachen, weil wir haben das Ding ja reparieren lassen. Aber da kommt uns Bremsflüssigkeit raus, was natürlich ziemlich scheiße ist. So, dementsprechend mache ich die jetzt mal auf und gucke, ob da drin irgendwie der Bremszylinder undicht ist, woher das kommt. Vielleicht können wir das Problem hier eingrenzen. Wenn es der Zylinder ist, kaufen wir halt einen neuen. Es ist jetzt auch nicht so viel, dass wir das im Gefäß wirklich schon sehen, aber man sieht es am Rad, sieht man es ja. Das ist natürlich auch kein Zustand. Ja, ganz schön scheiße. Also wir haben niegelnagelneue Bremszylinder drin. Einer von den Bremszylindern niegelnagelneu, also liegt auch nicht am Auto. Wir haben ja immer wieder Kommentare, ja, wer fährt schon mit so einer Schrottkiste? Also die neuen Autos bleiben genauso liegen, das hat keinen Unterschied. Und hier ist eben ein niegelnagelneuer Bremszylinder drin. Und entweder ist die Gummilippe da nicht richtig rübergeschoben worden, deswegen hat es ja alles vollgesaut mit der Bremsflüssigkeit, oder der Bremszylinder ist halt einfach Schrott.
Am Morgen fällt ein großes Stück von den Wildbienen über uns ab. Es ist traurig zu sehen, wie ein Großteil der Bienen stirbt. Sie versuchen zu retten, was möglich ist. Wir haben sie schon von weitem gehört und auf einmal sind die Brüllaffen genau über unseren Köpfen. Das eindrucksvolle Gebrüll schallt hier jeden Tag wie Wellen durch den Wald. Wir hören es ständig, aber wir konnten sie nie filmen, wenn sie brüllen. Es ist unglaublich heiß. Es ist wirklich nicht zu fassen, wie heiß es ist, also wie heiß es sein kann. Ich habe immer gedacht, okay, heiß halte ich aus, aber wir sind jetzt so nah an der 40 dran. Es ist ziemlich feucht und man kann wirklich nichts anderes mehr machen als Tereré trinken. Jetzt kriegt man hier in Südamerika, also überall da, wo wir bisher waren, wo es richtig warm war, gibt es immer Eisflaschen zu kaufen. Das heißt, es sind alte Wasserflaschen, alte Sprite-Flaschen, alte Irgendwas-Flaschen. Die haben die halt hoffentlich ausgespült und wenn nicht, auch okay so. Und dann mit Wasser aufgefüllt, ab in die Tiefkühltruhe und dann holt man sich die. Ja, wie kriegt man das Eis jetzt hier raus? Wir machen uns in Deutschland immer Gedanken, Mikroplastik und so einen ganzen Kram braucht man sich nicht machen. Man nimmt einfach die Axt, schlägt die Flasche kaputt, ja, und dabei schlägt man halt auch das Eis kaputt und dann trinkt man halt das Wasser mit dem Eis da drin. Und manchmal schmeckt es eben nach Grapefruit, nach Fanta, nach allem Möglichen. So, ich habe jetzt Bock auf Tereré, also so, dann ist die Flasche auch schon offen bis unten und dann Eis kaputt machen und ab in die Thermos. Fast angebrannt. Heute gibt es mal hier was Einfaches zu essen. Einfach nur Aubergine mit Ei. Viel Olivenöl in die Pfanne, Aubergine angebraten oder angebraten, richtig durchgekocht, bis sie wirklich matschig ist. Noch gerade so die Struktur hält und dann, naja, bei 2 fetten Auberginen hier so 8 Eier rein und dann ist das richtig lecker. Hält sich bei der Hitze und ist schnell gekocht. Wir sind ja wieder hier, weil wir gerade am Videoschneiden sind. Also immer wenn wir ein Video schneiden, brauchen wir halt einen festen Ort. Wir brauchen Starlink, wir brauchen Strom, mindestens 2 Tage und müssen halt Vollgas geben. Natürlich können wir das auch irgendwie im Auto machen mit Luftstromaggregat, allem drum und dran. Aber hier haben wir halt ein bisschen Schatten, den Hunden geht es hier gut. Wir haben eine Bar, das ist auf jeden Fall besser. Guten Morgen! Guten Morgen. Weiter geht's. Wir haben heute 800 Kilometer noch bis Cordoba auf der Uhr.
Und wir sind ganz früh losgefahren, weil es ist so brechend heiß. Unglaublich. Creo que conducimos la mitad. Hoffentlich. Ja, wenn wir das mal schaffen. Also es ist wirklich so heiß, das kannst du den Hunden nicht antun. Das kann man uns nicht antun. Wir fahren nur in der Klimaanlage. Und wir sind heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr los, ne? Ja, um 7 Uhr sind wir losgefahren. Ja, auf jeden Fall versuchen wir heute mal ein bisschen weiterzukommen. Groß gestecktes Ziel ist Cordoba, ne? Ja. So, und wenn wir jetzt hier nicht mehr weiterkommen wegen der Hitze, müssen wir uns halt in den Schatten stellen und Siesta machen. Das ist echt unglaublich. El meteo dice que hay lluvia, pero no me parece, no hay muchas nubes en torno. Genau, das ist also wirklich komisch. Wir haben echt blauen Himmel, also, und der Wetterbericht sagt Regen. Also man sieht gar keine Wolke. Also, naja, egal. Weiter geht's. Hola, buen día. ¿Todo bien? ¿Licencia de conducción tiene caballero? ¿Licencia? Ya, claro. Claro. ¿De dónde viene? Del país. Yo soy alemán, mi mujer es italiana. Lindo. Lindo Argentina. Ahora somos Mendoza. Mendoza, qué lindo. Mendoza, las montañas. Lindo. A ver, Que la somos pasen lindo. curiosos. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós, chao, chao. Hay un relente que va hasta el sur de la laguna, te presento los dos y el azul también. Ich habe mir so den Arm verbrannt, ey. Jetzt bin ich die ganze Zeit gefahren. Es waren jetzt 4 Stunden, glaube ich, so. Ja, so ungefähr 4,5 Stunden. Und dann habe ich natürlich den Arm mal wieder aus dem Fenster gehalten. Und jetzt ist mein linker Arm komplett, sieht aus wie ein Indianer. Und rechts normal, also 2 verschiedene Arme. Und hier sieht es echt aus wie Holland. Ist nur halt eben zigmal so groß. Und wir fahren jetzt schon bestimmt also durch diese flache Landschaft schon seit 800-900 Kilometern. Und haben jetzt bestimmt noch so 300 Kilometer vor uns, ehe der erste Hügel kommt. Also einfach mal 1000 Kilometer flach. Und 40 Grad. Ist die heiß? Bastante. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Me alegro. Sí, un poco sí.
schön. Heute sind 10 Grad weniger. Es hat heute Nacht so doll geregnet. Also richtig, richtig heftig. Also, wir haben auch noch vergessen, das Auto zuzumachen und sind wach geworden, wo es reingeregnet hat. Weil es einfach so warm gestern war. Also wir konnten nichts zumachen. Und man hat am Horizont schon gesehen, wie das überall donnert und blitzt. Aber ja, dann sind wir halt eingeschlafen. Und irgendwann in der Nacht habe ich gemerkt, dass es reinregnet. Und heute ist endlich mal ein bisschen runtergefahren. Wir sind hier auf so einem Camping Municipal in der Nähe von Cordoba. Und schöner Schatten, aber heute ist auch nicht so nötig. Oh, ja. Erstmal ausspannen hier in der Hängematte. Ja, und Alessandra nutzt die Chance, mal mit der Familie zu kontakten. Scheiße, was ist das denn jetzt, Mann? Alter, es kann nicht wahr sein. Jedes Mal. Ich hab echt keinen Bock mehr.